Die Tugend der Gerechtigkeit ist die wichtigste der 11 ethischen Tugenden, die Aristoteles nennt. Er widmet dieser Tugend das gesamte 5. Buch seiner nikomachischen Ethik. Was Aristoteles unter Gerechtigkeit versteht und inwiefern diese Tugend eine Sonderstellung unter den ethischen Tugenden einnimmt, erfährst du in diesem Clip. Für Aristoteles spielt die Tugend der Gerechtigkeit eine entscheidende Rolle für das menschliche Zusammenleben. Die Gerechtigkeit ist die wichtigste aller ethischen Tugenden, weil sie ausdrücklich auf den Umgang mit anderen Menschen, die Gemeinschaft, bezogen ist. Aristoteles definiert den Menschen, wie wir wissen, als Zoon Politikon, als politisches bzw. soziales Wesen, das in Gemeinschaft mit anderen Menschen lebt. Damit ein tugendhaftes Leben in der Gemeinschaft, genauer der Polis, überhaupt möglich ist, braucht es Gerechtigkeit. Im allgemeinen Sinn meint Gerechtigkeit den Vollbesitz sämtlicher ethischen Tugenden. Damit meint Gerechtigkeit gleichzeitig auch Gesetzesgerechtigkeit, also die Achtung vor dem Gesetz und damit dem sittlich wie rechtlich Gebotenen. Nach damaliger Auffassung hält das gute Gesetz nämlich den Bürger dazu an, tugendhaft, also tapfer, besonnen, großzügig und so weiter zu sein. Diese Tugendhaftigkeit dient dabei nicht dem Einzelnen, sondern dem Wohl der Gemeinschaft. Im speziellen Sinne ist Gerechtigkeit aber, wie die anderen ethischen Tugenden auch, eine Einzeltugend, welche definiert ist als die rechte Mitte zwischen zwei falschen Extremen. Gerechtigkeit betrifft immer Fragen des Gebens und Nehmens, der Verteilung und des Korrigierens. Hierbei kann es ein zu viel und ein zu wenig geben. Auch bei der Gerechtigkeit geht es also um eine rechte Mitte. Diese Tugend benötigt man im politischen Leben. Gerechtigkeit ist die richtige Mitte zwischen einem zu wenig und einem zu viel. Welche Arten der Gerechtigkeit Aristoteles unterscheidet, siehst du in dieser Grafik. Zunächst einmal wird zwischen Gerechtigkeit im allgemeinen und im speziellen Sinne unterschieden. Die allgemeine Gerechtigkeit, in späterer Terminologie Justitia Universalis, meint den Besitz sämtlicher ethischen Tugenden. Gerechtigkeit kann also ganz allgemein die zusammenfassende Bezeichnung aller Tugenden sein. In diesem Sinne kann Gerechtigkeit auch Gesetzestreue meinen. Gesetze dienten in der Antike, wie gesagt, dazu, den Bürgern ein tugendhaftes Leben zu ermöglichen. Aristoteles interessiert sich aber mehr für die Gerechtigkeit im speziellen Sinne, die Justitia Particularis oder partikulare Gerechtigkeit. Hierbei handelt es sich nun um die 11. aristotelische ethische Einzeltugend. Diese Tugend entsteht, wie die anderen ethischen Tugenden auch, durch Gewöhnung. Die dianoetische Tugend der Klugheit verwandelt sich durch die Gewöhnung an das richtige Handeln, das Treffen der richtigen Mitte zwischen zwei falschen Extremen, in die Tugend der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit im engeren Sinne kann man nochmal unterteilen in die ausgleichende Gerechtigkeit und die austeilende Gerechtigkeit. Die ausgleichende Gerechtigkeit wird seit Thomas von Aquin auch Justitia commutativa oder kommutative Gerechtigkeit genannt. Sie bezieht sich auf den Verkehr zwischen einzelnen Personen und hier entweder auf den freiwilligen Verkehr oder auf den unfreiwilligen Verkehr. Zum freiwilligen Verkehr gehören alle freiwillig getroffenen Abmachungen zwischen Personen, also Kauf, Verkauf, Darlehen, Miete und so weiter. Diesen Bereich regelt heute unser Zivilrecht. Zum unfreiwilligen Verkehr gehören heimliche oder offene Vergehen, also Diebstahl, Raub, Verleumdung, Körperverletzung bis hin zum Mord. Mit diesem Bereich beschäftigt sich heute unser Strafrecht. In Bezug auf den unfreiwilligen Verkehr spricht man heute auch von Justitia correctiva bzw. korrektiver Gerechtigkeit. Zwischen den interagierenden Betroffenen muss in all diesen Bereichen eine rechte Mitte getroffen werden. Es darf kein zu viel und kein zu wenig geben. Weder im freiwilligen noch im unfreiwilligen Verkehr soll einer der Beteiligten einen unberechtigten Vor- oder Nachteil haben. Im freiwilligen Verkehr darf dabei der Wert einer Leistung den Wert der Gegenleistung weder unter- noch übertreffen. Im unfreiwilligen Verkehr muss zwischen Täter und Opfer ein Ausgleich gefunden werden. Wenn der Täter dem Opfer einen Schaden zufügt, so muss dieser Schaden wieder ausgeglichen werden.
Am besten ist es natürlich, wenn solche unberechtigten Vor- oder Nachteile gar nicht erst entstehen. Die Tugend der ausgleichenden Gerechtigkeit kann also auch schon im Vorfeld dazu dienen, dass es zu keinem Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Betroffenen kommt. Ist aber einmal ein solches Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Betroffenen entstanden, dann muss dieses Ungleichgewicht ausgeglichen werden. Die ausgleichende Gerechtigkeit ist somit vor allem die Tugend eines Richters. Dieser muss die rechte Mitte zwischen dem zu viel und zu wenig wiederherstellen. Aristoteles bezeichnet diesen Zustand auch als einen Zustand der Gleichheit. Gleichheit ist hierbei aber auf keinen Fall so zu verstehen, dass alle Menschen gleich viel bekommen sollen, sondern dass Gleiches gegen Gleiches getauscht bzw. Gleiches mit Gleichem vergolten werden muss. Gleichheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für alle die gleichen Regeln gelten, dass das Gleichheitsprinzip gilt. Das heißt, Leistung oder Schaden entsprechen unmittelbar der Gegenleistung bzw. dem Schadensersatz. Im freiwilligen Verkehr heißt das, dass Güter für jeden dasselbe kosten, unabhängig von Würdigkeit, Bedürftigkeit, Rang, Leistung usw. Gleiches muss gegen Gleiches getauscht werden. Im unfreiwilligen Verkehr bedeutet das Gleichheitsprinzip, dass ein Ausgleich zwischen dem rechtswidrigen Vorteil des Täters und dem Nachteil des Opfers gefunden werden muss, etwa durch die Rückzahlung einer gestohlenen Sache, Schmerzensgeld oder Ähnlichem. Es geht um die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Aristoteles spricht hier auch von einer arithmetischen Proportionalität. Der anfängliche Zustand wird als Gleichheit festgelegt und diese rechte Mitte muss wiederhergestellt werden, indem ein zu viel oder zu wenig ausgeglichen wird. Ein Zustand arithmetischer Gleichheit soll wiederhergestellt bzw. aufrechterhalten werden. Der zweite große Bereich der Gerechtigkeit ist der Bereich der austeilenden Gerechtigkeit. Dieser Bereich betrifft die Zuteilung von öffentlichen Gütern, vor allem von Ehre und Geld. Auch in diesem Bereich der Gerechtigkeit muss die rechte Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig getroffen werden. Ehre und Geld sollen laut Aristoteles gemäß dem Verdienst der Bürger verteilt werden. Verdienst kann die erbrachte Leistung oder die gezeigte Tugendhaftigkeit sein. Diese Tugend der austeilenden Gerechtigkeit können die Handelnden selbst zeigen, indem sie sich selbst nicht mehr zuteilen, als sie verdienen. Vor allem ist es aber eine Tugend der Herrschenden, der Politiker, welche öffentliche Güter je nach dem Verdienst ihrer Bürger verteilen und dabei die richtige Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig treffen müssen. Auch diese Form von Gerechtigkeit bezeichnet Aristoteles als eine Form von Gleichheit. Es ist aber wie vorhin wieder nicht gemeint, dass alle Menschen das Gleiche bekommen sollen, sondern dass Menschen mit dem gleichen Verdienst gleich viel bekommen sollen. Hier spricht Aristoteles von einer geometrischen Proportionalität. Die zugeteilten Güter an die betroffenen Personen müssen sich proportional zu den Verdiensten dieser Person verhalten. Wer viel Leistung bringt oder sehr tugendhaft ist, verdient also mehr als ein anderer. Aristoteles' Systematisierung des Gerechtigkeitsbegriffs hat in der gesamten Philosophiegeschichte einen enormen Einfluss gehabt. Gerechtigkeit meint ganz allgemein Tugend im umfassenden Sinne, nämlich den Besitz sämtlicher ethischen Tugenden. Gerechtigkeit als ethische Einzeltugend ist die Fähigkeit, zum Beispiel als Bürger, Richter oder Politiker, gerecht zu handeln und zu urteilen. Bei der ausgleichenden und der austeilenden Gerechtigkeit geht es wie bei allen ethischen Tugenden darum, die rechte Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig zu treffen. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit soll eine arithmetische, bei der austeilenden Gerechtigkeit hingegen eine geometrische Proportionalität hergestellt werden. Die Gerechtigkeit ist die wichtigste aller ethischen Tugenden, da sie unerlässlich für das Zusammenleben in der Polis und damit auch für ein gutes und tugendhaftes Leben in der politischen Lebensform ist. Mit dem Quizlet-Lernset Aristoteles systematische Analyse von Gerechtigkeit kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!